Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Tomaten einkoche, und zwar ohne Einkochtopf. Hier habe ich Biotomaten. Ich möchte ein gutes Ausgangsprodukt verwenden. Außerdem werden auf den Biohöfen meistens alte Tomatensorten verwendet und das ist nicht unwichtig. Wofür, werde ich später erklären. Zunächst möchte ich geschälte Tomaten einkochen, die nicht zerkleinert werden. Ich suche mir also kleine Exemplare heraus und wasche sie. Man kann den Fruchtansatz herausschneiden, bei diesen kleinen Tomaten ist das aber eine undankbare Aufgabe. Außerdem geht der Ansatz nicht sehr tief. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Anschließend werden die Tomaten für circa 1 Minute in kochendes Wasser gegeben, damit sich die Haut einfach lösen lässt. Man holt sie heraus und gibt sie direkt in eiskaltes Wasser, damit zum einen der Kochvorgang unterbrochen wird und die Tomaten nicht zu weich werden, zum anderen lassen sich die abgekühlten Tomaten besser bzw. überhaupt anfassen. Denn anschließend wird die Haut der Tomaten abgezogen. Durch das Blanchieren geht das ganz einfach. Die Tomaten gebe ich in ein bereitstehendes Glas. Gläser sollten immer schon vorbereitet, also sauber, staubfrei, mit passendem Deckel im Keller oder in der Garderobe bereitstehen. Das Einkochen selber macht schon genug Arbeit. Wer zuvor noch anfangen muss, Gläser zu spülen, macht sich unnötig das Leben schwer. Zum Befüllen der Gläser verwende ich immer diesen Einfülltrichter, der gute Dienste leistet. Wer sehr reife Tomaten oder neu gezüchtete Sorten verwendet, die manchmal leicht über dem empfohlenen pH-Wert von 4,6 liegen, oder wer generell auf Nummer sicher gehen möchte, fügt beim Einkochen etwas Zitronensaft zu den Tomaten. Empfohlen werden etwa 2 Esslöffel Zitronensaft pro Liter Tomatenflüssigkeit. Dadurch sinkt der pH-Wert sicher unter 4,6 und die Entwicklung von Keimen wird zuverlässig verhindert. Es braucht kein Wasser ins Glas gegeben zu werden. Man arbeitet sich langsam vor und wenn sich die Tomaten der Öffnung nähern, drückt man sie einfach ein wenig zusammen. Wenigstens eine Tomate platzt bestimmt auf und verteilt ihren Saft im Glas. Und voilà, man hat ein Glas voller Tomaten zum Einkochen. Da ich nicht weiß, für was ich die Tomaten später verwende, würze und salze ich sie nicht, die Gläser werden einfach verschlossen. Beim Verwenden von Twist-Off-Deckeln muss man immer darauf achten, dass sie nicht verbeult, rostig oder gar löchrig sind, denn dann funktioniert das Vakuum nicht. Man darf die Deckel auch nicht ewig verwenden, sondern muss sich nach einer Weile neue anschaffen. Die Gläser gebe ich in diesen einfachen Topf. Auf den Boden lege ich eine Eisenplatte, damit die Gläser nicht direkt auf dem Topfboden stehen. Man kann auch einen Topflappen oder mehrere Lagen Haushaltspapier nehmen. Man bringt alles zum Kochen und ab dem ersten Aufkochen lasse ich die Gläser bei niedriger Temperatur 20 bis 30 Minuten simmern. Größere Gläser sollten natürlich länger simmern. Ich habe noch restliche Tomaten, die werden als Saft verarbeitet. Die Strünke werden herausgeschnitten, indem man die Tomate neben dem Strunk knapp halbiert, einen weiteren Schnitt wieder neben dem Strunk setzt und mit einem dritten schrägen Schnitt den Stielansatz herausschneidet. Die Stücke werden in einen Topf zum Kochen gegeben. Alles wird langsam erwärmt, während ich alle restlichen Tomaten klein schneide. Die gesamten Tomaten werden zum Kochen gebracht und ab diesem Zeitpunkt 10 bis 15 Minuten simmern gelassen. Erst wenn das Fruchtfleisch zerfällt, wird es püriert. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke!
Anschließend wird es noch heiß durch ein Sieb gestrichen. Mit der Rückseite einer Kelle geht das ganz schnell. Auch hier gilt, um auf Nummer sicher zu gehen, fügt man noch etwas Zitronensaft dazu. Pro Liter Tomatenflüssigkeit 2 Esslöffel, also 30 Milliliter oder Gramm. Anschließend wird der Saft in die Gläser gefüllt. Große oder kleine, das müsst ihr entscheiden. Man kann den Saft auch wunderbar zum Aperitif verwenden. Oder man kann daraus einen unheimlich leckeren Tomatenketchup machen. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Auch diese Gläser werden gut verschlossen und eingekocht. Das Vorgehen ist genau dasselbe wie bereits beschrieben, außer dass ich beim Saft die großen Gläser habe länger kochen lassen als die kleinen. Nach dem Herausholen der Gläser werden sie mit einem Tuch abgedeckt auskühlen gelassen. Nach dem vollständigen Auskühlen muss kontrolliert werden, ob das Vakuum gezogen wurde. Nimmt man die Gläser aus dem Topf, wölben sich die Deckel konvex nach oben. Das tun sie, weil der Inhalt heiß ist und Materie sich bei Hitze ausdehnt. Deswegen steigt im Thermometer die Flüssigkeit nach oben. Kühlt Materie ab, zieht sie sich zusammen. Nicht nur im Thermometer, auch im Einmachglas. Schließt der Deckel richtig dicht ab, kann keine Luft mehr von außen in das Glas eindringen und es entsteht ein Vakuum. Keine Luft, keine Bakterien, also auch kein Verderb. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Deckel in Ordnung sind. Ob das Vakuum gezogen wurde, kann man daran erkennen, dass nach dem Abkühlen der Deckel sich nun nach unten wölbt, also konkav ist. Das kann man hier hoffentlich erkennen, wenn ich den Bleistift auf den Deckel lege. In der Mitte ist Luft und ich kann die Messerspitze unter dem Stift platzieren. Hier habe ich so einen Kandidaten, wo sich der Deckel nicht nach unten wölbt und wenn ich auf den Deckel drücke, knackt er. Höchst verdächtig. Also versuche ich das Glas zu öffnen und es geht tatsächlich relativ einfach. Das typische Klack, wenn das Vakuum durchbrochen wird, ist auch nicht zu hören. Heute Abend wird es wohl eine Tomatensuppe geben, denn hier hat das Vakuum nicht funktioniert. Ich lasse meine Gläser immer noch einige Tage in der Küche stehen, um sie kontrollieren zu können. Das sollte man unbedingt nach einem Tag und nach einer Woche machen, denn es wäre wirklich schade, wenn aufgrund eines Materialfehlers die ganze Mühe umsonst war. Man kann auch mit den Fingern testen, ob sich der Deckel nach unten wölbt. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wenn man die Finger stark durchdrückt. So, jetzt müssen sie nur noch in den Keller gebracht werden. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß beim Einkochen und wie immer, guten Appetit!